11 legale Steuertipps und Tricks. Knapp 9 von 10 Steuerpflichtigen erhalten eine Steuerrückerstattung vom Finanzamt. Und die liegt bei durchschnittlich 1072 Euro. In diesem Video zeigen wir dir 11 Tipps und Tricks, mit denen du mehr aus deiner Steuererklärung rausholst. Außerdem zeigen wir dir, wie du die Steuererklärung ganz leicht selbst erstellst und sie ganz einfach und ohne Papierkram digital an das Finanzamt überträgst. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Legen wir los. Steuertipp 1. Zinsen vom Finanzamt kassieren. Der Tipp ist einfach umzusetzen. Wenn du deine Steuererklärung abgibst, lass dir Zeit damit. Bist du nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, dann gib sie trotzdem ab. Dafür gibt es 2 gute Gründe. Erstens wirst du staunen, wie hoch die Steuerrückerstattung ausfällt. Wenn die Voraussetzungen stimmen, kannst du mit Rückzahlungen um die 1000 Euro rechnen. Und zweitens, gibst du deine Steuererklärung bis kurz vor dem Ablauf der 4-Jahresfrist ab, muss dir das Finanzamt Zinsen bezahlen. Da 15 Monate nach dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuern angefallen sind, Zinsen gezahlt werden. Du kannst also bei einer späten Steuererstattung mit 0,15% Zinsen pro Monat rechnen. Steuertipp 2. Pendlerpauschale optimal ausschöpfen. Du musst täglich mit deinem Auto zur Arbeit fahren und verbringst dabei viel Zeit im Stau? Dann überprüfe, welche Fahrtroute die günstigste ist, um Steuern zu sparen. Du kannst deine entstandenen Fahrtkosten für den Weg zur Arbeit als Werbungskosten steuerlich geltend machen. Bei der Berechnung der entstehenden Kilometer musst du die direkte Route auswählen. Dieser direkte Weg muss allerdings nicht zwingend der kürzeste sein. Kannst du via Autobahn eine zwar längere, aber dafür schnellere Strecke wählen, hilft dir das Steuern und gleichzeitig Nerven zu sparen. Wichtig zu wissen: Ab einer Zeitersparnis von 10% gilt eine Strecke als verkehrsgünstiger. Das gilt auch, wenn du mit dem Nahverkehr oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährst. Ein Beispiel bei 220 Arbeitstagen. Die kürzeste Strecke beträgt 5 Kilometer und dauert 20 Minuten. Deine Werbungskosten betragen so, bei 30 Cent je Kilometer, 330 Euro. Die schnellste Strecke beträgt 8 Kilometer und dauert nur 15 Minuten. Deine Werbungskosten bei 30 Cent je Kilometer liegen hier bei 528 Euro. Steuertipp 3. Einfach geht's mit Steuer-Apps. Du brauchst keinen teuren Steuerberater, um deine Steuererklärung zu erstellen und einzureichen. Besonders einfach geht's hier mit Steuer-Apps. Wie in einem Chat beantwortest du mit ihnen ein paar Fragen und siehst so, ob du eine Steuerrückerstattung erhalten würdest und kannst dann entscheiden, ob du sie einreichst. Bei unserer Empfehlung Taxfix, die wir dir unter dem Video verlinken, kannst du deine Steuererklärung ganz einfach per Elster digital übertragen. Die Ermittlung der Steuererstattung ist hier übrigens kostenfrei. Nur wenn du dich für die Übermittlung an das Finanzamt entscheidest, entsteht eine Gebühr. Und die ist mit nur 39,99 Euro im Vergleich zu einem Steuerberater extrem günstig. Steuertipp 4. Krankheitskosten berücksichtigen. Wenn du Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung bist, bezahlt deine Krankenkasse normalerweise alle anfallenden Arztkosten und Medikamente. Du brauchst in der Apotheke nur eine Zuzahlung für die verschriebenen Medikamente entrichten, wenn du nicht von den Zuzahlungen befreit bist. Dennoch kann es passieren, dass dir dein Arzt bestimmte Medikamente nicht verschreiben darf, weil sie frei verkäuflich sind. Vielleicht nimmst du auch bei Vorsorgeuntersuchungen die sogenannten IGEL-Leistungen in Anspruch. Das sind Leistungen, bei denen die Krankenkasse die Kosten für bestimmte Untersuchungen nicht übernimmt. Zum Beispiel Ultraschall beim Frauenarzt. Auch die Kosten für eine Behandlung beim Zahnarzt können heftig ausfallen. Benötigst du eine Brille? Auch sie will bezahlt werden. Bewahre alle Quittungen gut auf, denn sie können bares Geld wert sein. Mit Glück kannst du wenigstens einen Teil der entstandenen Kosten von der Steuer zurückbekommen. Wichtig ist dabei, dass dir dein Arzt die Heilbehandlung verordnet hatte und dass die Kostensumme die Grenzen der zumutbaren Eigenbelastung überschreitet. Die Höhe dieser Eigenbelastung wird nach deiner familiären Situation und nach deinem Einkommen berechnet. Steuertipp 5. Anderen Gutes tun und selber dabei sparen. Du hast über das Jahr immer wieder an die Menschen gedacht, denen es finanziell nicht so gut geht? Im Seniorenwohnheim bist du schon bekannt, weil du dort den Vorrat an Büchern und CDs regelmäßig erweiterst? Du magst Tiere, kannst dir aber im Moment kein eigenes Haustier halten, deshalb kann das örtliche Tierheim auf dich zählen, das du immer wieder mit Futterspenden unterstützt? Wenn du deine Sachspenden abgibst, vergiss nicht, dir dafür eine Spendenquittung ausstellen zu lassen. Hast du die abgegebenen Artikel neu erworben, bewahre den Kaufbeleg auf. Sachspenden und natürlich auch Geldspenden gelten als Sonderausgaben. Beachte aber, dass ausschließlich die Spenden steuerlich abgesetzt werden können, die nachweislich für die satzungsgemäßen Zwecke eines Vereins oder einer gemeinnützigen Organisation verwendet werden.
Steuertipp 6: Arbeitskleidung absetzen. Wenn in deinem Beruf eine spezielle Bekleidung vorgeschrieben ist, kannst du deren Anschaffungs- und Reinigungskosten als Werbungskosten steuerlich absetzen. Du musst allerdings beachten, dass nicht jede Art von Dienstkleidung vom Finanzamt anerkannt wird. Anerkannt werden unter anderem Uniformen, Kittel in Heil- und Pflegeberufen, Arbeitsschutzkleidung und die Berufsbekleidung für Köche. Falls du deine Berufsbekleidung in der chemischen Reinigung waschen lässt, ist es wichtig, dass du dir eine Quittung darüber ausstellen lässt. Reinigst du deine Berufskleidung lieber in der heimischen Waschmaschine und gibst sie anschließend in den Trockner, sind auch hierbei die entstandenen Kosten absetzbar. Ein Durchschnittshaushalt kann zum Beispiel je Kilo und einer 60 Grad Wäsche 48 Cent steuerlich absetzen. Für den Wäschetrockner liegt der Kilopreis bei 34 Cent. Steuertipp 7: Wichtige Quittung verloren? Keine Panik. Schnell kann es passieren. Eben noch ein teures Gerät gekauft oder die Rechnung an der Tankstelle bezahlt. Kaum daheim angekommen, ist die Quittung spurlos verschwunden. Alle Suchen bleiben erfolglos. Deswegen brauchst du nicht verzweifeln. Ist gerade ein wichtiger Beleg verloren gegangen, den du für deine Steuererklärung dringend benötigst, kannst du dir selber und einfach helfen. Stelle dir einen Eigenbeleg aus. Im Eigenbeleg werden der Name und die Anschrift des Zahlungsempfängers sowie Preis und Datum der Aufwendung festgehalten. Zudem solltest du den Grund für den Verlust der Originalquittung angeben und natürlich das Ganze mit deiner Unterschrift versehen. Du bist durch die Belegsvorhaltepflicht verpflichtet, sämtliche Belege aufzubewahren und auf Verlangen dem Finanzamt auszuhändigen. Und vielleicht hast du Glück und das Amt möchte deinen verloren gegangenen Beleg gar nicht sehen. Steuertipp 8: Ausgaben günstig verteilen. Wichtige Ausgaben sind meistens nicht zu verschieben. Hat sich dein Laptop oder Drucker verabschiedet, musst du diese Geräte umgehend ersetzen. Ist deine Brille zu Boden gefallen und dabei kaputt gegangen, kannst du den Neuerwerb deiner Sehhilfe nicht hinauszögern. Dennoch lohnt es sich darüber nachzudenken, welche Ausgaben eventuell in das nächste Jahr verschoben werden können. Stichwort Werbungskosten. Jährlich kannst du hierbei über einen Pauschbetrag von 1.200 € verfügen. Dieser Betrag ist oft nicht genau vorher kalkulierbar. Trotzdem, liegen deine Werbungskosten in einem Jahr unter diesem Betrag, weil du es geschafft hast, einige Ausgaben zu verschieben, kann es gelingen, dass im Folgejahr nun die Kosten über 1.200 € steigen. Auch bei Handwerkerleistungen sind pro Jahr 1.200 € absetzbar. Wenn möglich, verteile diese Aufträge konstant über die Jahre hinweg. Es muss nicht immer die Wohnung komplett in 12 Monaten verschönert werden. Steuertipp 9: Auch mit den vergangenen Jahren Geld verdienen. Vielen ist nicht bewusst, dass sie auch rückwirkend ihre Steuererklärung abgeben können. Das ist bis zu einer Zeit von 4 Jahren möglich und gilt nur, wenn du nicht zur Abgabe einer solchen Erklärung verpflichtet bist. Außerdem besteht die Möglichkeit, Steuererklärungen von mehreren Jahren hintereinander abzugeben. Steuertipp 10: Steuerliche Vorteile durch die Gründung einer Familie nutzen. Kennst du deine Partnerin oder deinen Partner schon länger und wohnt ihr vielleicht schon eine kleine Ewigkeit zusammen? Warum dann nicht Nägel mit Köpfen machen und endlich heiraten? In der Regel profitieren verheiratete Paare von steuerlichen Vorteilen. Gerade wenn beide Partner ein unterschiedlich hohes Gehalt ausgezahlt bekommen, sollte über eine Heirat nachgedacht werden. Ehegattensplitting macht die Erzielung eines Steuervorteils möglich. Seid ihr verheiratet, könnt ihr eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Damit gilt für euch das Prinzip der Zusammenveranlagung. Hierbei wird euer Einkommen zusammen addiert und durch 2 geteilt. Nach dieser Summe wird eure Einkommenssteuer berechnet. Ihr solltet außerdem wissen, dass der Ehegattensplitting-Vorteil immer rückwirkend für das ganze Jahr gilt. Selbst wenn ihr erst Silvester heiraten wollt, greift das Ehegattensplitting für das gesamte vergangene Jahr. Steuertipp 11: Welche Steuerklasse passt zu dir? Haben sich die familiären Verhältnisse geändert, ist es oft sinnvoll, in eine andere Steuerklasse zu wechseln. Besonders alleinerziehende Eltern, werdende Eltern, Verheiratete oder Geschiedene werden von einem Wechsel der Steuerklasse profitieren. Alle verheirateten Paare erhalten vom Finanzamt die Steuerklasse 4. Verfügen beide über ein etwa gleich hohes Einkommen, ist diese Einstufung passend. Fällt der Verdienst unterschiedlich aus, ist ein Wechsel in die Klassen 3, 5 sinnvoll. Hierbei wählt der Partner mit dem höheren Einkommen Klasse 3. Seine Steuerabzüge werden damit weniger. Partner 2 in Steuerklasse 5 muss dafür höhere Beiträge entrichten. Wir hoffen, dir hat das Video mit den 11 Tipps und Tricks für deine Steuer gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch einen Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.